Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. SeaWorld Orlando. Wir sind in Orlando, Florida. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, sehr schönes, angenehmes Wetter und das Mitte November 2025. Wir nehmen euch heute mit in diesen Freizeitpark und zeigen euch, was da geht. Und vielleicht erahnt ihr das schon ein bisschen im Hintergrund. Überall ragen große Achterbahnen raus. Da haben wir richtig Bock drauf. Aber wir haben noch nicht gefrühstückt und Hunger hat man ja auch gerne mal im Freizeitpark. Und könnt ihr euch vorstellen, man kann einfach den ganzen Tag in einem Freizeitpark alles essen, was man will. Das geht hier bei SeaWorld. Wir haben nämlich All-Day-Dining auch dabei. Das kann man separat dazu buchen und ihr könnt regelmäßig was zu essen euch holen. Wie das funktioniert, zeigen wir euch gleich und was es so Tolles gibt. Außerdem, wenn jetzt ein bisschen mehr los ist, weil mehr Leute Bock haben, sind wir auch noch mit dem Quick Pass hier unterwegs. Quick Queue heißt das Ganze hier bei SeaWorld, damit ihr nicht lange anstehen könnt und auch mehr Zeit habt, euch eventuell die Aquarien anzuschauen. So, wir gehen jetzt rüber zum Eingang und kleine Sicherheitskontrolle und in den USA typisch, dass man jetzt keine Kühlboxen und andere Dinge mit in die Freizeitparks nimmt und da ist dieses All-Day-Dining noch viel interessanter, würde ich mal sagen. Da nehmen wir euch jetzt mit, das füllen wir natürlich nicht, weil da Sicherheitskontrollen sind. Sehr cool, wenn du hier reinkommst, nach dem Eingang gibt es so ein Kraken, der sagt dir, was du fahren darfst mit dem Größencheck. Also wenn ihr jetzt nicht umrechnen wollt oder könnt, was jetzt Meter gegen Zoll und Inches und sonst was ist und Fuß und weiß ich nicht. Also ich darf gerade so die großen Bahnen fahren. Und wenn ihr das gecheckt habt, wisst, was ihr fahren dürft, dann geht es jetzt nach SeaWorld rein und heute ist übrigens auch Christmas. So, wir starten jetzt aber mit Achterbahnfahren, weil wir sind ja gerade erst angekommen. Penguin Trek ist für uns die neueste Achterbahn und ihr könnt natürlich auch Pinguine euch so angucken in einem riesigen Kühlhaus. Und die Achterbahn ist jetzt hier neu entstanden von B&M Family Launch Coaster. Wir haben uns noch nicht viel spoilern lassen, wir gucken uns das Ganze jetzt an, gehen rein und fahren mal eine Runde und erzählen euch dann, wie die Fahrt war.
Hey Leute, wir kommen jetzt gerade aus Penguin Track raus und hier sind die Pinguine. Läufst du direkt dran vorbei, das ist ziemlich cool. Wir kennen es vielleicht aus Dänemark, der eine oder andere von euch hat es auch schon mal gesehen, da fährt man sogar durch die Schlussbremse ist bei den Pinguinen. Und ja, crazy Achterbahn, Family Launch Coaster von B&M mit 2 Abschüssen. Und einen großen Dark Ride Part vorher, das ist ziemlich cool. Und der ist auch cool gemacht mit einem großen Screen und ein bisschen Effekten. Also es ist ganz nett. Und dann launcht man nach oben, also so ein Schräg-Launch geht es nach draußen als erstes. Und dann hat man eine Strecke über Schotter, der aber auch ganz nett angelegt ist. Es ist nicht einfarbig, sondern zweifarbig in Mustern angelegt. Und dann gibt es einen Boost-Launch, wo man noch mal reinfährt. Family-friendly ist die ganze Fahrt auf jeden Fall. Das soll sie auch sein, weil es ja ein Familien-Launch-Coaster ist. Sit-Down, B&M untypisch, 2 Reihen nur nebeneinander, also 2 Plätze nebeneinander. Nicht 4, wie man es sonst kennt. Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Früher war hier irgendwo mal ein Trackless Dark Ride, den sind wir nie gefahren, leider Gottes. Der wurde nämlich ersetzt durch die Achterbahn. Leider sind die Fahreigenschaften wirklich nicht so toll und das vibriert und rappelt, aber wir müssen hier raus. Jetzt sind wir im Penguin Track. Ich wollte einfach nur aus der Achterbahn raus. Also ist das eine Achterbahn, die nicht geeignet ist für Leute, die Probleme mit Fischgeruch haben, weil es gerade die Schiebetür aufgegangen ist, es riecht so krass nach Fisch. Und es ist eisekalt, aber wir sind jetzt bei den Pinguinen. Genau, das ist aber ganz gut, weil das, was ich gerade gesagt habe, hier war der Dark Ride hinter. Jetzt sind hier einfach Sandwich-Wände reingesetzt worden und dahinter war die Load-Unload-Station, glaube ich. Willst du dich mal so drehen, das sieht, glaube ich, cool aus. Ansonsten Familienabschussachterbahn mit 2 Abschüssen, fast 1 Kilometer Streckenlänge und 70 km/h Spitzengeschwindigkeit. So Twisted Airtime, Hills, kleine Airtime. Layout ist gar nicht so schlecht, das ist aber durch diese Fahreigenschaften ein bisschen doof. Das sind hier die Pinguine. So, wir sind jetzt wieder raus aus dem Penguin Track und wir sind jetzt ins erste Restaurant, um euch das All Day Dining zu zeigen. All Day Dining, habe ich ja eben gesagt, wäre alles kannst du einfach so essen. Das ist natürlich nicht richtig. Es gibt ausgewählte Restaurants und Stationen, bei denen du dir was holen kannst. Und dann sind da drin, also die sind auf der Karte, kann man die auch einsehen. Da kann man sogar eine Route sich anzeigen lassen. Und auf den Displays oben, wo die Auswahl steht, was man essen kann, da ist dann das All-Day-Dining-Logo daneben. Und diese Sachen kann man dann einfach auswählen. Und wir sind jetzt hier im Expedition Café. Und da hast du sogar 3 verschiedene Stationen, Pizza, Asia und Fried Chicken quasi. Und dann haben wir jetzt uns hier für den Asia-Bereich entschieden. Und es gibt jedes Mal alle 90 Minuten einen Hauptgang mit einem Dessert und einem Fountain Drink. Ein bisschen komisch ist, du holst drin dein Essen, gehst raus zum Bezahlen, kriegst dann deinen Becher und gehst wieder rein mit dem Becher, um dein Getränk zu zapfen. Aber wenn du den QR-Code, wo ist der Code? Irgendein Code. Einen QR-Code gescannt hast, hast du nur 20 Sekunden, um schnell zu zapfen. Du musst dich vorher entscheiden, was du trinken willst. Obacht, vor allem Leute, die Kinder haben. Was mich auf jeden Fall komplett abholt bei den Desserts, sind Pickles dabei. Lecker Jörgchen. Und bei dir gibt es Chicken Teriyaki und bei mir Beef and Broccoli. Let's go.
Wir sind ja bei SeaWorld und natürlich sollte da eine Sache nicht unerwähnt bleiben. Ich habe es ja kurz erwähnt, dass es ja auch die ganzen Aquarien gibt. Delfine kann man sich hier auch noch angucken. Und wir haben das in allen Videos über all die Jahre schon immer wieder gesagt, dass unser moralischer Kompass uns erlaubt, dass wir SeaWorld besuchen, um Achterbahnen zu fahren und das cool finden. Und es stehen auch tolle Bahnen, coole Parks. Und es gibt natürlich dann die andere Seite von Leuten, die sagen, so, das geht absolut gar nicht. Vor allem gibt es ja auch hier in Orlando noch die letzte verbleibende Orca-Show. Aber hier ist es jetzt zwischen auch so, sollte Shamu irgendwann das Zeitliche segnen, dann ist hier finito und es gibt keine Shows mehr. Also das einmal zur Einordnung vielleicht. Was mir absolut wichtig wäre noch zu erwähnen ist, der Transparenz halber, wir sind von SeaWorld hier eingeladen und um euch das alles zu zeigen und zu erklären, wie das hier funktioniert und was es hier alles so gibt. Aber wir sind komplett frei in dem, was wir sagen. Da haben wir keine Vorgaben. Wir können euch erzählen und wir können sagen, was wir wollen. Und ich glaube, das haben wir jetzt über 13 Jahre auch bewiesen, dass wir das sonst auch immer machen. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich möchte nämlich jetzt noch eine Achterbahn fahren, die wir noch nicht gefahren sind, den Pipeline Coaster. B&M Stand-Up Coaster, aber es ist kein Stand-Up Coaster mehr, sondern es ist der sogenannte Surf Coaster. Und das ist eine Achterbahn, in der steht man. Also grundsätzlich, nicht durch AirTab, die dich aus dem Sitz hebt. Warum fährt dann leerer Zug? Das ist aber nicht so cool, aber da waren doch gerade noch Leute drin. Oder die haben den zweiten, rangieren sie gerade rein. Das werden wir jetzt in Erfahrung bringen. Das ist auch verrückt. Wir haben hier Christmas und da vorne ist hier so ein großes Stadium hier im Hintergrund. Da ist eine Eislaufbahn, die ist draußen. Was sind das für krasse Kühlgeräte, die eine Eislaufbahn in Florida draußen runtergekühlt kriegen? Und auch so einmal euch abgeholt. Ja, wir haben hier den Pipeline Coaster. Dann ist da hinten ist der Icebreaker. Dann ist das Stadion und hier ist noch weiter und da hinten geht es zu Mako, noch einer krassen Achterbahn und hier gibt es noch mehr Achterbahn, Wasserachterbahn. Hey, der Witzka. Hey. Aber Pipeline sieht schon crazy aus. Sind wir auch noch nicht gefahren. So, ich zeige euch mal kurz, wie man dann in der Stehachterbahn steht. Und du hast nämlich noch so eine Art Fahrradsattel, auf der man hockt. Ach, da ist die Sonnenbrille, die habe ich gesucht. Den ganzen Kleiderrand da. So, und dann stehst du da drin. Und hier ist übrigens die Lampe. Und? Sehe ich nicht. Grün. Gut. Mein Gott. So, dann let's go. Ensuring it is properly closed and close to your body. And feel the power of the airship bodyguard.
Okay, das ist bekloppt. Wir sind den Pipeline Coaster gefahren, Leute. B&M, gleicher Hersteller wie der Penguin Track. Bollinger Mobiliar aus der Schweiz. Und der Pipeline Coaster ist der sogenannte Surf Coaster von B&M. Die Weiterentwicklung vom Stand-Up Coaster. Und Stand-Up Coaster sind wir jetzt nicht die Riesenfans von. Aber das ist ja mal witzig. Du hast halt diesen Sitz. Also das Stehding, man muss richtig stehen. Da lassen die Leute sich nicht so ganz drauf ein. Aber dann hast du halt wirklich die beste Experience. Und bei mir war jetzt ein bisschen die Softweste ziemlich spack, bei dir auch, weil man so aufrecht steht, aber irgendwie ist das nicht ganz dafür gemacht, ich weiß es nicht. Und dann wirst du halt gelauncht. Wir haben hier so 900 Meter Strecke, 97 km/h Spitzengeschwindigkeit, eine Inversion mit dem Corkscrew, der genau hier ist, als ob ich es gewusst hätte. Ich dachte, du sagst mir das mal. Also die läuft doch jetzt echt nicht gegen den Mülleimer, oder? Und dann dachte ich, das sieht das ja witzig aus. Du musst ab und zu auch mal nach vorne gucken, das ist der Witz dabei. Was verrückt ist, du hast hier so, sind das 4, 5 Airtime-Punkte und du stehst ja in der Bahn. Und das ist aber so gemacht, dass diese Konstruktion, in der du stehst, ausfedern kann. Und das bedeutet, dass du bei Airtime, ich hatte Hände oben, ich habe mich nicht festgehalten und wusste nicht, dass das kommt. Dann kommt der erste Airtime-Hügel und auf einmal verlierst du stehst ja und verlierst den Bodenkontakt und stehst nicht mehr. Und das in der Front Row mit dem relativ freien Fahrgefühl, was du ja trotzdem hast, weil du jetzt nicht mit 4 Leuten nebeneinander irgendwie eingequetscht bist, sondern 2 nebeneinander stehen und nichts vor einem, war schon ein ganz kurzer Moment, wo ich dachte, jetzt kribbelt's aber mal. Dann laufen wir jetzt hier gerade noch weiter durch den Horseshoe. Es gibt natürlich auch Punkte, wo du halt positive G-Kräfte hast und es drückt ziemlich, dann stehst du da, du musst auch ein bisschen Beine trainieren, auch wenn man sie im Truck nicht sieht. Und ja, cool. Also wir haben vorher gedacht, das wird jetzt so, ja, alles Rumgegurke, aber die Bahn, die ist eigentlich schon witzig. Die steht schön hier, es ist nichts Außergewöhnliches, aber an sich hast du surfst am Strand und dann ist das ganz cool gemacht. Ich persönlich fände den Effekt noch cooler, wenn man so ein bisschen schräg stehen würde, weil man steht ja jetzt einfach so gerade nebeneinander wie die Zinnsoldaten. Ich weiß nicht, ob das andere Hersteller patentiert haben, das Schrägstehen, da gibt es nämlich Patente. Aber coole Bahn, also das hat mich jetzt auf jeden Fall überrascht. Vor allem jetzt nicht die Böschung darunter. Irgendwo ist jetzt gerade auch irgendwas, glaube ich, zu Ende, kommt gerade ein Strom Menschen. Wir gehen jetzt weiter, gehen einmal an diesem eben erwähnten Ice Stadium vorbei, wo das Winter Wonderland on Ice stattfindet. Heute um 6:30 Uhr, heute Abend. Mein Gott, also PM, AM, muss man auch noch mal klarkommen, wenn man aus Mitteleuropa kommt. Wie cool ist das Nokia denn da? Sehr coole Weihnachtsdeko übrigens auch hier. Und die Bäume sind alle anders dekoriert. Unter anderem, also eigentlich müsste das Akku ja noch laufen. Genau, und wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt zum Icebreaker. Das ist eine Bahn, die steht jetzt was länger hier. Also Pipeline Coaster 2023 eröffnet, Penguin Track 2024 und Icebreaker, glaube ich, 22. Premier Ride Skyrocket. Den sind wir auch noch nicht gefahren. Wir waren nur der war kurz bevor wir hier, also wo wir hier waren, kurz danach hat der aufgemacht. Und ja, wir bleiben kurz mal hier stehen, es geht eh nicht weiter und jetzt kommt hier eine Achterbahn. So, und deswegen Pipeline Coaster jetzt als Neuheit noch gemacht, Penguin Track als Neuheit gemacht, jetzt kommt Icebreaker als Neuheit für uns, die wir alle noch nicht gefahren sind, die Achterbahn hier. Und dann fahren wir vielleicht auch Achterbahnen, die wir schon gefahren sind, die wir auf dem Kanal schon mal gezeigt haben. Und essen müssen wir ja auch noch. Jetzt sind wir beim Icebreaker und die beiden anderen Bahnen gerade hatten eine Gepäckablage in der Station. Jetzt muss das Gepäck in ein Locker, die seht ihr hier hinter mir, die Schließfächer. Und Multi-Use kostet $14, dann könnt ihr den ganzen Tag immer überall switchen und wechseln, habt dann für 2 Stunden einen Locker. Könnt aber auch für die erste Stunde $5 und für jede weitere $1 machen, aber der Multi-Use für 14 macht schon am meisten Sinn. Ich glaube nicht, dass wir bei Maycore auf jeden Fall auch einen brauchen, bei Manta bin ich mir nicht sicher. Und
Ist ja mehr am Pendeln launchen als am Fahren. Wir sind den Icebreaker gefahren. Bisschen blöd, die fahren gerade irgendwie im Einzugbetrieb. Und die Operations sind da relativ langwierig. Und was nämlich ganz cool ist, du hast ein Verschiebegleis. Das ist halt super praktisch, weil dann kannst du, wenn ein Pendel-Lounge, den es hier gibt, nämlich dann trotzdem schon mal den nächsten Zug beladen. Aber der steht im Maintenance Bay. Ja, 4 Lounges quasi dadurch. Das Ding hat aber schon Wumms, also rupft dich gut raus, hat coole Airtime, cooles Layout, aber irgendwie gefühlt fährst du mehr auf dem Pendel als so. Ich finde diese Skyrocket-Züge finde ich immer viel zu eng und also nicht unbequem, aber du kommst nicht rein und raus. Wenn du drin bist, ist okay. Aber sonst coole Bahn, also klein, knackig, gut was los. Und jetzt gucken wir uns mal Expedition Odyssey an. Oder auch nicht, oder ich weiß es nicht. Was? Echtes Eis, das ist krass. Wir sind jetzt Expedition Odyssey gefahren kann man sagen, von Mack Rides, das Aerific, das Flying Theater von Mack Rides. Also was Uschi gerade schon gesagt hat, so die Natur ist schon faszinierend. Wir fliegen nämlich über die Arktis. Oh, da hat sich der Wal gerade was da reingezogen. Ein Kind, nein. Ach, der legt das da hoch. Ja, wenn du bei SeaWorld arbeitest, musst du ja auch das Meer reinigen. Also wird das denen hier beigebracht. Ja, faszinierend, diese krasse Natur dann zu sehen von oben. Und das in einem smoothen Flug, das ruckelt ja auch gar nicht, außer das Bild war ab und zu so am Ruckeln. Also links und rechts. Jetzt nicht irgendwie, dass das nicht schnell genug verarbeitet wird. Aber ansonsten Wassereffekte, Lichteffekte, fand's cool. Also so cool, wie es für ein Flying Theater für mich persönlich ist. Ich bin nicht der große Flying Theater Fan, aber ich sag mal so, die Leute wurden abgeholt. Also
Der Bruder neben mir hat sich erst mit 2 Händen festgekrallt und auch komplett durchweg gab es so einen, ich nenne es jetzt mal Drop, der sind aber alle abgegangen. Von daher passt das ganz gut und dann kommst du halt raus und ja, wenn du rauskommst, dann kommst du jetzt in diesen Bereich, der auch richtig schön gestaltet ist und ist das Beluga-Wal gewesen gerade? Ja, den siehst du dann direkt und dann geht es jetzt hier noch in so ein Schiffswrack und davor sind nochmal Pinguine, das werden dann wahrscheinlich andere sein, gibt ja auch verschiedene. Okay, ich weiß nicht, was da schon wieder abgeht. Ich möchte jetzt hier lang, weil jetzt, man kann hier auch noch witzig runtergucken. Das ist ja auch, dieses Schiffswrack ist ja nicht nur die Ebene, wo man reingeht, sondern eine Ebene tiefer. Hier ist der Mast auch. Und dann hast du halt verschiedene Stationen, an denen du hier noch was lernen kannst, angucken kannst. Und das ist ja auch wieder so eine Forschungsstation, die hier auch dann nachgestellt ist. Guck mal, wie du kannst einfach dich für ein richtig geiles Foto mitten in die Forschungsstation reinstellen. Das ist doch sehr nice und authentisch irgendwie, auch mit dem kleinen Radio und alles. Auch ein bisschen gemütlich. Also so, und ja, das erstmal dann zu dem hier drin und dem Riffle von Muckratz. Wir gehen jetzt noch mal raus und gucken, was wir dann machen. Eigentlich wird langsam mal Zeit für Mittag. Ne? Bisschen weiter gegangen und es gibt noch einen Themenbereich, über den wir natürlich sprechen müssen, und zwar zur Sesamstraße. Das ist der große, ich nenne es mal jetzt Kinderfamilien-Themenbereich. Gibt aber auch noch eine ja, Achterbahn, Cira Force Coaster, 1A Family Achterbahn und halt eine riesen Area mit natürlich mit Gastronomie, mit Meet and Greet, Photopoints, weiß ich, ganz vielen kleinen Fahrgeschäften, vom kleinen Karussell über eine kleine Eisenbahn bis zu einem Mini-Drop Tower ist eigentlich auch alles dabei und ihr seid auf der Sesamstraße unterwegs. Ihr seht es ja hier. Also es ist wirklich cool gemacht, finde ich. Also da ist so mit am meisten Herzblut in der Thematisierung, würde ich sagen. Ich finde den Stil, den SeaWorld hat bei der Thematisierung, schon cool. Und die machen schon viel für so US-Freizeitparks. Es ist nicht wie in Europa, wo du halt diese krassen Themenwelten überall hast. Aber für die USA ist das meiner Meinung nach in SeaWorld schon ganz, ganz weit vorne mit dabei. Wenn du jetzt nicht Disney oder Universal nimmst, die direkt hier in der Nachbarschaft sind, die man ja auch wunderbar da besuchen kann, wenn man hier hinkommt oder andersrum. Genau, das ist der Sesamstraßenbereich und ich glaube, ich kann es schon mal vorwegnehmen, weil es nämlich vorne an der Einfahrt stand. Beim Parken stand nämlich, also bevor du auf den Parkplatz fährst, das finde ich auch fair, steht, welche Attraktionen heute geschlossen sind, weil du ja nicht gerade wenig Parkplatzgebühren bezahlst. Normales Parken kostet $40, Preferred Parking kostet $60 und VIP Parking kostet sogar dann $80. $75. Infinity Falls ist leider geschlossen. Das ist ein Rafting hier, wo du wirklich, also du musst da ein Seepferdchen haben. Das ist ja, du tauchst einfach ab im Wasser. Wir sind das Ganze mal gefahren. Ich verlinke euch gerne hier das Video. Da habe vielleicht jetzt ein paar Bilder reingeschnitten, wie das aussieht. Ist schon ein sehr cooles Rafting optisch und auch mit diesem Drop und den Elementen da drin und der Geschwindigkeit. Deswegen ist das eigentlich schade, auch wenn ich bei Wasserbahnen ja immer so ein bisschen gerne mal einen Rückzieher mache. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht in diesen Bereich hier kommen, der nämlich sich hier befindet. Und ich glaube, das Rafting ist nämlich auch da vorne, der Turm. Dann können wir hier vielleicht jetzt mal zu Mittag etwas dinieren, weil es wird ja auch wieder Zeit. Wir haben quasi unser Frühstück hier eingenommen. Und jetzt gehen wir mal zu Mittag. Der Park hat heute auch von 9 Uhr morgens bis 22 Uhr abends geöffnet. Was bei 9 und 22 Uhr eigentlich logisch ist. Genau. So, wir sind jetzt bei Infinity Falls ein Stück vorbeigegangen und das sieht auf jeden Fall nach was etwas längerwierigem auch aus, wo die Attraktion jetzt gerade geschlossen ist. Das ist eine Sache, die muss man auf jeden Fall in so Regionen hier mit beachten. Wir haben ja hier Parks, die 365 Tage quasi im Jahr geöffnet sind und hier ist immer was los. Und wenn ihr den Kanal jetzt schon was länger verfolgt, wisst ihr, es gibt auch so Wartungen, die einmal im Jahr stattfinden, wo alles auseinandergebaut wird oder die ja, einfach länger dauern.
Und sowas passiert dann natürlich auch und je nachdem, zu welcher Jahreszeit ihr hinkommt, ist das eine oder andere geschlossen. Tendenziell ist jetzt hier so ein bisschen Winter, deswegen ist dann sowas wie Infinity Falls halt dann planmäßig in einer längeren Wartung und kann dann nicht gefahren werden. Müsst ihr mal gucken. Teilweise gibt es auf den Websites Kalender, wo das dann alles eingetragen ist. Wir sind jetzt beim Dining. Die Uschi, die hat sich hier eine kleine Kinderportion geholt mit ein paar Nuggets. Die Pommes sehen aber richtig nice aus. Ich habe gedacht, ich habe nur so eine Hähnchenkeule. Das ist einfach ein halbes Hähnchen. Ich wollte fast schon sagen, ein ganzes halbes Hähnchen. Auf einem Bett von Reis und ich glaube schwarzen Bohnen oder so. Zum Dessert gibt es dann einen Keks. Aber wenn wir von einem Keks sprechen, haben wir das hier als ein Keks. Und was ich persönlich sehr nice finde, eine Schale Trauben. Das ist doch richtig cool. Mag Trauben. Eine der besten Achterbahnen, die es überhaupt gibt. B&M Hypercoaster steht hier seit 2016. 61 Meter hoch. Muss man wollen. Hast nur so ein Schoßbügelchen, 4 Leute nebeneinander. Richtig geile Bahn. 117,5 km/h Spitzengeschwindigkeit. Ist eigentlich nur so in so einem Winkel, in so einem L aufgestellt und fährt so die Außenkanten des Parks ab. In einer Geschwindigkeit, Wahnsinn, mit Floating Airtime. Du warst so irgendwie 3 Stunden in der Luft bis mit dem Boppes. Also ich finde die Bahn super, macht mega Spaß. Den Typ Coaster mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und Mako ist von den ganzen Bahnen einfach einer der besten. So, sieht cool aus, schöne Farbe, coole Gestaltung so ein bisschen. Es wurde gerade noch ein bisschen gelacht. Oben die Operator haben dann eine Durchsage bekommen, dass irgendjemand im Testsitz stecken geblieben ist. Habe ich auch noch nicht gehört. Heißt aber, dass man scheinbar mitfahren kann, weil wenn man stecken bleibt, kommt man ja nicht raus. Nee, sehr cool, macht einfach mega, mega Spaß. Und ja, Mako mitnehmen, auf jeden Fall. Also alleine die Bahn ist Grund genug, hier hinzukommen. Daneben ist jetzt auch noch das Shark Underwater Grill, also ein Restaurant, wo du dann halt einfach auch an so einem riesen Becken sitzt. Das ist total verrückt. Und kannst dir natürlich auch hier noch ein paar Rochen und Haie von oben draußen anschauen, wenn du das möchtest. Aber wie man sieht, hier ohne Touchy-Touchy.
Aber ich meine, hatten das hier auf jeden Fall auch, dass man die Rochen auf jeden Fall streicheln konnte. Das gibt es ja auch ganz oft. Aber so ein Hai, den mal in echt zu sehen, das ist schon faszinierend. Das muss man ja auch zugeben. Ne? Und auch die Rochen, das ist ja wirklich beeindruckend. Da kannst du dir auch so viele Dokus angucken oder so viele Flying Theater oder Aerifics fahren, wie du möchtest. Das in echt zu sehen ist leider Gottes sehr beeindruckend und gibt guck dir den mal an, den Kollegen. Auch diese Größe, krass, also wirklich tolle Tiere. So, All Day Dining, da geht auch mal ein schneller Zwischensnack. Es gibt jetzt nicht nur Achterbahnen hier oder die Aquarien. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Aussichtsturm fahren, einen zweistöckigen sogar, also mehr Kapazität. Kostet aber $6 Upcharge pro Person, wenn ihr den fahren wollt, zum regulären Eintritt noch dazu. Ist direkt unten am Turm eine Ticketkasse, da holst du ein Ticket und dann gehst du einmal rum und dann Ticket vorzeigen und dann geht es in den Turm rein und dann könnt ihr euch SeaWorld von oben angucken, wenn es nicht im Helikopterrundflug sein soll. Den gibt es jetzt nicht hier, aber in Orlando ist das eine relativ übliche Sache, dass man mit dem Hubschrauber einfach mal hier überall drüber fliegt. Ente gut, alles gut. Aber jetzt auch von hier über die Area guckst, also es ist ja wirklich schön gemacht alles. Jetzt auch ohne dieses Christmas-Ding ist der Park echt schön. Nach Mako, dem Hai, müssen wir natürlich jetzt auch noch einen Rochen besteigen und gehen zum Manta. Ebenfalls von B&M, aber ein sogenannter Flying Coaster. Also wir werden fliegen und das bedeutet, dass wir mit dem Rücken unter der Schiene hängen. Verrückte Sache, vor allem weil es in Europa, glaube ich, nur einen gibt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß schon, dass der Brezelloop mich zerstören wird. Aber fahren müssen wir das Ganze ja auch, vor allem weil es so was Besonderes ist und um euch auch noch mal mitzunehmen.
Leute, Manta ist schon, also wenn sich das Leben eines Rochens so anfühlt, dann möchte ich kein Rochen sein. Ja, es ist halt eine crazy Fahrposition und wenn man es noch nicht gemacht hat, crazy Ride Experience auf jeden Fall. Dieser Brezelloop, wenn ich ihn jetzt auch schon wieder sehe, also die Einfahrt ist super verrückt. Das macht mega Spaß, aber dann hier unten dieses auf dem Rücken, Kopf über hier durch. Nö. Aber Wassereffekt ist natürlich super cool, wenn das alles so hoch spritzt. Wo gehen wir lang? Weiß ich nicht. Müssen wir da lang oder da lang? Da waren wir noch nicht und wir waren noch nicht bei dem Part, wo wir... dieser Wassereffekt, wenn man dran vorbeifährt, sieht ja von außen richtig cool aus, aber hat auch irgendwie ein bisschen Impact, wenn man da lang fährt. Ich war jetzt rechts außen, also gibt es auch so ein bisschen... Ja, Spritzer merkt man, ne? Man fährt jetzt nicht durch Wasser. Und dann fährt man aber auf diesen Wasserfall zu und auf diese Felsen. Und das ist ein sehr, sehr cooler Effekt. Und die Momente, wo du nicht diese ganzen positiven Gs hast, sondern die Inversionen und so, das macht ja auch Spaß. Das ist echt verrückt. Also auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr hier seid. Wir gucken mal, wir müssen, glaube ich, da lang, weil wir haben hier noch ein paar mehr Achterbahnen. Es ist heute ein sehr, sehr stark besuchter Tag. Waren jetzt schon öfter mal Durchsagen, dass Shows voll waren. Da waren die Leute dann also vollzählig, bevor die Show losging. Genau, die Sonne geht langsam unter. Auch irgendwie gemütlich gerade. Und wir gehen wahrscheinlich jetzt Richtung Kraken. Das ist nochmal von B&M ein Flawless Coaster. Sitzt also normal, wie man das so kennt. Aber die Beine baumeln über der Schiene. Nicht wie bei so einer Hängerachterbahn, dass sie unter der Schiene hängt und die Beine baumeln, sondern nochmal aufregender fast schon, dass die Beine über der Schiene so baumeln. Auch riesen Achterbahn. Aber bevor wir da hinkommen, gibt es dann auf der linken Seite noch Journey to Atlantis von Mack Rides, ein Watercoaster mit einem riesigen Dark Ride Part. Und dann habt ihr eine große Abfahrt, eine Wasserung und vielleicht die eine oder andere Überraschung, die in Überraschung bleiben soll. Allgemein gilt auch, dass wir nicht 100% alles euch hier zeigen, was man hier machen kann, was man hier sehen kann, weil ein bisschen soll ja auch noch selber zum Entdecken sein, eine Überraschung da sein. Wir machen es ja auch so, dass wir uns versuchen, vorher nicht zu spoilern und dann gibt es halt sowas wie die Überraschung beim Pipeline Coaster, dass man bei der Airtime da auf einmal einen Hüpfer macht. Aber wir können hier mal rübergehen. Wenn ihr nass werden wollt, so ganz nass, gibt es übrigens auch noch einen Wasserpark, der hier zu SeaWorld gehört. Aquatica. Aber das ist jetzt ziemlich gut. Ich stehe auch direkt neben dem Speaker, der die Boote beschallen soll. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Aber das sieht ja schon sehr beeindruckend aus, wenn dann da die Boote rauskommen und da drin passiert halt noch ein bisschen mehr und hier nach passiert vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Fahren sie wieder nach oben. Kraken, B&M, Flawless Coaster. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteast. Wie sehr möchtest du wie eine amerikanische Achterbahn sein?
Hoch, lang, schnell, mehrfach über Kopf, laut. Das ist schon sehr beeindruckend, aber auch da ist was los. Ne? Musst du schon ein bisschen Power mitbringen, weil das drückt ordentlich. Aber es ist halt eine riesige, absurde Achterbahn. Dieses Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, wo diese ganzen Dinger irgendwie die Welt verändert haben und so die neue Generation von Achterbahnen eingeläutet haben und die moderne Achterbahn irgendwie damit entstanden ist. Gibt hier auch noch einen ziemlich coolen Tunnel, durch den man durchfährt, wo man dann hier rauskommt und durch einen Corkscrew einfach mal fliegt. Die Bahn wandelt sich gefühlt auch immer ein bisschen von der Optik. Es war ja auch mal eine Zeit lang als VR-Version unterwegs, das Ding. Das haben wir auch mal getestet vor zig Jahren. Das war auch wild. Da hat es echt am Bügel so einen riesen Kasten, wo die VR-Brille drin waren. Dann hat sie die aufgesetzt. Aber jetzt das aktuelle Design mit dem großen Kraken, der eins wird mit der Bahn, das gefällt mir oder das gefällt uns sehr gut. Eingang sehr cool. Das dann erstmal so zu den ganzen Achterbahnen. Und es gibt natürlich auch noch ein normales Karussell hier und so. Und halt ganz, ganz viele Shows und ganz viel sich anzugucken. Aber SeaWorld Orlando ist so das ungefähr. Und gefällt uns ganz gut. Also der Park präsentiert sich aktuell auf jeden Fall ziemlich gut und hat sich ein bisschen gemausert, hat ja auch mal schlechtere Zeiten, aber aktuell vor allem, die hauen ja jetzt ein Ding nach dem anderen raus und das ist auch stark. Ich bin gespannt, was demnächst hier noch Neues kommt. Der Wettbewerb ist hier natürlich mit der Disney World und den Universal Studios sehr hoch. Was denkt ihr, was fehlt noch hier bei SeaWorld Orlando? Was würdet ihr euch wünschen, außer noch mehr All-Day Dining? Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing Schwarz, Gold, Rot oder so ähnlich, die deutsche Eiche, man kennt sie. on the Christmas tree. Hugging and kissing, just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. We're chasing snowflakes as they're falling down and follow rules. Die Sonne geht unter über SeaWorld Orlando. Und das ist das Zeichen, ab jetzt ist es dunkel. Nein. Und mit dem Sonnenuntergang, jetzt gerade zur Christmas Season, beginnt dann diese Christmas Celebration und die Beleuchtung. Und das sieht einfach, das ist schön. Das sieht cool aus. Das ist kitschig, aber so muss es auch hier sein. American, richtig Original Christmas. Original. So wie Coca-Cola es sich mal eins erdacht hat. Aber es ist schon cool. Ja, wir standen jetzt ein bisschen durch den Park, gucken uns das Ganze an und bringen euch dazu ein paar Bilder mit, die ihr euch jetzt angucken könnt, wie der Park hier illuminiert aussieht. All across the town, later we meet under the mistletoe. While Santa's busy saying ho ho ho, we're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. Volle Eskalation, Leute.
Der Sesamstraßenbereich hat einfach eine ganze Parade nur für den Themenbereich. Die läuft da vorne auch noch. Und ey, die geben einfach Vollgas. Aber ey, USA Entertainment können die, aber starke Parade, richtig cool. Und egal wo, alle Leute gehen hier ab, alle tanzen, alle haben Bock, alle haben gute Laune. Mega. Also wirklich jeder, egal wo du hinguckst, ey. Sehr cool. Wir haben uns noch mal ein Slice Pizza geholt. Nach dieser Wahnsinnsparade richtig, richtig gut. Aber wir sitzen hier im Wirbelsturm. Entweder es ist dunkel oder man muss stehen. Oder man nimmt jetzt ein bisschen Licht, kann sitzen und hat einen Wirbelsturm. Dass man das auch nicht einfach ausmacht irgendwann. Ja, also dass man es auch nicht einfach ausmacht, wenn die Sonne untergeht, das verstehe ich auch nicht. Ne? wenn die Sonne untergeht, ist jetzt mal kein Argument, da kann es immer noch warm sein. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr warm. Aber jetzt ist es kalt, danke. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Oh, yeah.
So Leute, SeaWorld Orlando, unser kleiner Rundgang und was man hier so machen kann. Viel, viel mehr geht hier noch und ihr müsst nicht nur Achterbahn fahren, aber das ist natürlich so ein bisschen unser Steckenpferd. All-Day Dining haben wir ja vor zig Jahren mal gemacht. Da waren wir ja kurz nach Ende der Pandemie hier. Da war das ja echt grottig, das ging gar nicht. Das war jetzt echt gut. Also die Auswahl, das Angebot und auch die Qualität waren wirklich super. Also kann ich euch wärmstens ans Herz legen, das mal zu probieren. Hat man so irgendwie in Deutschland ja gar nicht und auch wahrscheinlich noch nie gemacht. Und ich habe schon bei Instagram gesehen, die Stories, die wir von hier gepostet haben, habt ihr schon geschrieben, dass ihr das teilweise auch schon euch geschossen habt, irgendwie Black Friday Deals oder Angebote. Auch hier war es gerade heute im Angebot, wenn man es heute noch mal spontan gemacht hätte, war das, glaube ich, gab es noch einen Deal. Also gar nicht so uninteressant. Quick Queue macht das Leben auf jeden Fall entspannter und ihr erspart einiges an Wartezeit. Wenn es so voll ist wie heute, kann sich das lohnen. Und mal ganz unter uns, der eine oder andere ist nicht so oft in Orlando wie wir. Und wenn du das nur einmal in deinem Leben machst, dann kann sich das auch lohnen. Dann nimmst du dann mal ein bisschen mehr Geld in die Hand und hast eine bessere Experience und eine schöne Erinnerung. Und ansonsten hatten wir einen sehr guten Tag mit sehr guten Achterbahnen in einem sehr schönen Freizeitpark, SeaWorld Orlando.